Tschüss. Guten Morgen. Wir sind am zweitgrößten und nördlichsten See Mongoleis, dem Kövsgol-See. Heute ist Tag 10 unserer Mongolei-Reise und heute müssen wir nicht fahren, also wir bleiben hier den ganzen Tag, wie auch gestern. Wir sind gestern am Mittag hergekommen und haben gebadet, sind gewandert, waren da oben und hatten ein sehr schönes Lagerfeuer gehabt. Ja, und heute genießen wir hier auch den Tag und ich freue mich drauf. Wie geht's euch? Ist gut, sehr gut. Ja, ich fühle mich hier sehr angenehm. So schönes Wetter zum Glück. Haben wir 2 Tage schönes Wetter, ja. Und ja, unser Plan heute ist, wir reiten. Vielleicht den ganzen Tag. Ja. Ja. Ja, bin gespannt. Peter, wie geht's dir? Ja, soweit auch gut. Leichte Verdauungsschwierigkeiten. Leider kann Peter heute nicht mit uns ausreiten. Die mongolische Speise muss wahrscheinlich noch sich an meinem Körper oder andersrum der Körper an die mongolische Speise gewöhnen. Und ansonsten war ich überrascht, dass ich einigermaßen gut schlafen konnte, denn die Betten sind doch sehr kurz für europäische Verhältnisse. Sogar ohne Rückenschmerzen aufgewacht und ansonsten schönes Wetter, toller See, entspannt und beruhigend. So. Ja, schön. Ah. Alex, ich habe 2 Stunden. Also, steht ja, ist okay, 2 Stunden. Ja. Macht der ganze Tag. Sembina. Das ist unser Führer, ja. Ja. Wir müssen zu dritt reiten. Ja, okay. Das ist unser Führer. Natürlich. Wir sind Nachfolger und so. Ich habe über Kamera und so gesagt, ja. Ja. Kann uns so eine Kamera sehr viel machen. Ja. Das geht Okay, schon. super. Der Pferd ist nicht so ganz scheu, ja. Ja. Das geht schon. Welches bekomme ich? Deine Pferd, nicht in der Runde. So. Oh, das ist deine Pferd. Okay. Gerade morgen das schon nicht, wenn man nicht richtig Genau, ja. beherrscht, dann sehr angeregend. Also immer, wie sagt man da, Petri Heil oder so? Pferde sind wahrscheinlich die wichtigsten Nutztiere der Mongolen. Ein mongolisches Sprichwort sagt: Ein Mongole ohne Pferd ist wie ein Vogel ohne Flügel. Ohne ihre Pferde wären die Horden von Genghis Khan bei weitem nicht so erfolgreich und gefürchtet. Der mongolische Krieger war auf sein Pferd angewiesen. Es gab ihm Essen, Trinken, Transport, Rüstung, Schuhe, Dekoration, Bogensehne, Seil, Sport, Musik, Jagd, Unterhaltung, spirituelle Kraft und, wenn der Krieger starb, den Ritt ins Jenseits. Will ich probieren, ne? Ja. Das ist schon ein stilles Pferd. Ja, Deswegen glaube ich. ein ruhiges Pferd. Genau, Die mongolische Kultur fördert die humane Behandlung von Pferden. Sie werden aber nicht besonders gepflegt oder gefüttert. Vielmehr lassen die Mongolen ihre Pferde einfach frei in der Steppe grasen und in den Schnee graben, um im Winter Futter zu finden. Da die Natur so gut für das mongolische Pferd sorgt, kostet dessen Zucht so gut wie nichts.
Die Mongolen geben ihren Pferden traditionell auch keine Namen. Sie werden eher nach ihrer Färbung oder anderen Merkmalen identifiziert. Mogi, mit einem Halstuch siehst du wie ein Cowboy aus. Ja. Galoppieren wir hier richtig eigentlich. Ja, aber wenn er noch mich hören würde, ne? Ja. Hört aber nicht, ne? Aber der kann mir folgen lassen. Egal wie stark ich es ansporne und obwohl auch sehr ungern es mit den Zügeln schlage, das Viech will einfach nicht galoppieren. Hoffnungslos, Mogi. Er will nicht. Auf seinen Besitzer scheint es aber zu hören. Ein ganz bisschen ist er galoppiert. Hey, it's okay. I got it. Oh, meine Füße. Beine, ja? Ja. Beine hatte ich. Sehr weit, Peter. Ja, Bis in die Taiga. Bis in die Tage. Geil. Gut, ja. Das ist lustig. Ja, Bogi, humpelst ein bisschen. Sind allerwertesten bunt geritten. Die Sattel sahen nicht so bequem aus. Also bei mir ging's. Ja, Peter, in unserer Abwesenheit hast du dich ja über die kulinarischen Eigenarten dieses Landes informiert. Was ist denn am interessantesten gewesen? schwierig zu sagen. Die Eigenarten, die dort in einem Führer aufgezeigt werden, haben wir schon alle, denke ich mal, durchprobiert. Bus, Sulivan, sehr interessant. Ich habe auch noch mal über die tolle Stutenmilch, die angesäuerte Ayrak gelesen und über den Milchschnaps. Mogi Erchi. Ja, habe mich dann erinnert an unseren Kamelausflug in der Jote des Kamelführers, sehr schön.
Ja, das war es dann eigentlich auch schon vollumfänglich mit den kulinarischen Speisen. Habe mich auch informiert über den Ackerbau des Landes, die Wirtschaft etc. pp. Und einen guten Hintergrund bekommen, auch über politische Rahmenbedingungen und die Probleme mit dem Minenbau und mit der Großgesellschaft Rio Tinto, die ja gerade dabei ist, eine neue Kupfermine zu eröffnen. Ja. In ja. Und letztendlich, dass diese Gesellschaft im Clinch liegt mit der Regierung, die auch an der Mine einen Anteil von 34% hält, aber auch letztendlich in ihren Investitionen nachkommen muss, anteilig. Und die Investitionen letztendlich dazu führen, dass die Regierung kein Geld aus der Mine bisher gezogen hat. Und ja, sehr interessant, würde ich mal sagen, auch von diesem wirtschaftspolitischen Teil des Landes gelesen zu haben. Sie haben angefangen mit Kulinarik und Veränderung in der Wirtschaft. Über die Kulinarik habe ich nicht so viel gelesen. Es waren auch nur 2 Seiten in einem Büchlein. Also, lasst dir schmecken. Mahlzeit. Ja. Aber endlich habe ich mal einen. Hast du erwischt? Ja, ein bisschen. Weg? Weg, ja. Weg, ja. Ui, ich habe einen Kuck. Der Tag ist noch lang und statt planlos herumzugammeln, schlägt Mugi vor, ein paar Kajaks auszuleihen. Ich finde die Idee toll. Wann war ich denn das letzte Mal Kajak fahren? Naja, das liegt jetzt mindestens 15 Jahre zurück. Da es nur 2 Kajaks auszuleihen gibt, zieht Peter freiwillig den kürzeren, da er heute des Öfteren in der Nähe der Toilette sein muss. Mogi hat eine neue Beschäftigung gefunden. Er wird jetzt sein Auto waschen. Ich würde das Auto erst nach der Rückkehr in Ulaanbaatar waschen. Aber Mogi handelt wahrscheinlich nach einem alten mongolischen Sprichwort. Sitze nicht einfach herum, sitze und poliere. Mogi, Ja. heute Reiten, Kajak fahren, Auto putzen. Ein toller Tag, oder? So eine sportliche Tag heute. Ja, jetzt sind wir beim Abendessen. Ja. Und Peter, wie geht's deiner Magenverstimmung? Das lässt sich schnell beantworten. Marokkanische Minze ist als Abendessen heute angesagt.
Die Stimmung verschlechtert sich noch ein bisschen, aber vielleicht wird sie morgen besser. Na gut. Ich hoffe, es geht dir morgen viel besser. Danke dir. Ja. Na dann, guten. Ja, guten Appetit. Und dann, als ich schon gedacht habe, es gibt vom heutigen Tag nichts mehr zu zeigen. Arishu.